Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem neuen Wochenend-Event, kleinen Patch Notes, neues CS-Set. Und zwar ist das jetzt das Eastern Warrior CS-Set. Kommt euch vielleicht bekannt vor, man könnte vielleicht sogar behaupten, dieses Set gibt es schon. Und zwar nicht nur als CS-Set, sondern sogar als exklusives FEC-Only CS-Set. Und das liegt daran, dass es schon das FWC Eastern Warrior Set gibt und das ist jetzt quasi das Eastern Warrior Speed Set Edition sozusagen, weil das FEC Eastern Warrior Set war auch ein Speed Set, hatte allerdings insgesamt nur 5% Geschwindigkeit. Das ist jetzt halt ein klassisches Speed Set mit 2, 2, 4, 6, 8, 10. Und der einzige Unterschied zu dem Set, abgesehen von den Farben natürlich, also von dem limitierten, eigentlich exklusiven Set, ist, dass auf dem Rücken, also auf dem Cloak, das Logo vom FEC-Server nicht drauf ist. Wenn ihr euch aber zurückerinnert, dass das Set damals released ist, habe ich gesagt, es sieht grundsätzlich richtig cool aus, aber mir gefällt das Logo nicht. Und das Logo haben sie jetzt von diesem Set quasi entfernt. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der es mit dem Logo nicht so cool fand. Und ja, jetzt hat man im Endeffekt sich ein exklusives Set gekauft auf dem FEC-Server, wo man auch mehr oder weniger gezwungen ist, das jetzt entweder zu verskinnen oder zu verkaufen, sofern man es noch nicht verskinnt hat. Und jetzt gibt es sogar in vielen verschiedenen Farben. Auch noch mit einem super coolen CS-Mount, nicht Pad, ich habe bei einer Pad gesagt. Ja, also ich persönlich bin ein bisschen enttäuscht, dass man ein CS-Set released, das quasi exklusiv ist und es dann einfach nochmal als normales Speed-Set in vielen verschiedenen Farben und einer Farbe, die nahezu identisch ist, das ist FEC Eastern Warrior Red. Sieht ein bisschen anders aus farblich, ja. Von den Farben her finde ich es tatsächlich auch besser als das Rote hier zum Beispiel. Aber grundsätzlich finde ich halt, kann man nicht etwas releasen als exklusiv und nur wenige Wochen später released man es dann einfach nochmal nicht exklusiv. Das ist halt meiner Meinung nach irgendwie, ja, keine Ahnung, ich finde es nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Set an sich finde ich allerdings mega cool. Farblich finde ich, haben sie jetzt nicht unbedingt die Farben genommen, die am besten dazu passen. Also ich finde Schwarz und Rot sehen auf jeden Fall cool aus. Bei dem Gelb hätte ich mir persönlich einfach ein richtiges Gelb gewünscht, nicht dieses dreckige Dunkelgelb. Und ja, keine Ahnung, lila und so Cyanblau finde ich jetzt hier passt jetzt auch nicht so super gut. Also auch da hätte man vielleicht noch andere Farben nehmen können. Aber alles in allem ist es auf jeden Fall ein cooles Set, habe ich damals schon gesagt, rein vom Design her. Und was richtig cool ist, ist das CS-Pad. Ich habe es jetzt in-game noch nicht gesehen, wie es dann tatsächlich aussieht. Also ob das dann auch mit den Hufen, keine Ahnung, also mit den Beinen strampelt, das Pferd, oder ob das statisch ist. Also entweder wie Pyoko oder wie alle anderen CS-Mounts so ungefähr. Aber grundsätzlich vom Design her richtig cool, so ein Schlachtross quasi. Also literally eins der 5 besten Sets wahrscheinlich instant. Und ja, schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, die Aktion mit dem, dass es vorher erst exklusiv released wurde und jetzt nochmal allgemein, die Aktion fand ich alles andere als cool. Dann Enhanced Weapon Piercing Chance Upgrade Event dieses Wochenende, also läuft bereits jetzt schon seit Freitag 0 Uhr bis Sonntag 23:59 am 1. September. Habt ihr eine erhöhte Chance, eure Waffen zu sockeln einfach. Hier muss man immer dazu sagen, Weapon, also es gibt wirklich Weapon und Rüstungsevent. Ja, ist halt aus irgendeinem Grund getrennt worden. Also nicht Rüstung ist erhöht, sondern nur Waffen Chance. Solltet ihr auf jeden Fall nutzen, falls ihr G-Products verwenden wollt auf eure Waffen. Und dann haben wir noch minimale Patch Notes hier, 1.3.14. Das sind aber alles eigentlich Kleinigkeiten. Es gab irgendwann ein Problem mit dem Progress von dem Roll Your Lucky Dice Event, wo man das in manchen Themes nicht wirklich sehen konnte. Das wurde behoben. Dann wurde behoben irgendwas mit dem FEC PvP Ranking bei Gilden, die einen ähnlichen Namen haben. Ja, keine Ahnung. Dann, das ist ganz cool, wobei es auch ein bisschen irritierend ist. Also, keine Ahnung, ich finde irgendwie diese Icons, naja. Added Icons to the Buff Status Bar when Weekend Events are active. Ich kann das mal kurz zeigen hier. Genau, hier oben links ist jetzt dieses Event Waffe Sockeln. Ich finde es persönlich tatsächlich eher ein bisschen irritierend, weil ich habe mich gefragt, als ich heute Nacht online war, dachte ich mir so, hä, was ist denn das jetzt? Und dann, naja, klickst halt drauf oder siehst es halt, ja. Ich meine, das ist ganz nice als Erinnerung so, aber ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt so ein Icon braucht, weil ich glaube, hier sieht man es tatsächlich nicht, genau. Also das ist halt für mich so ein bisschen fragwürdig. Es gibt einen Event-Tab in-game, wo alle aktuellen Events aufgelistet sind. Und hier steht zum Beispiel sowas dabei wie New Starter Pass. Das ist ja eigentlich nicht mal wirklich ein Event.
Battle Pass generell steht hier dabei. Das ist eigentlich auch nicht wirklich ein Event. Also ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, weil es ja jeden Monat ist und ich weiß nicht, ob man das als Event bezeichnen kann, keine Ahnung. Aber das Wochenend-Event steht hier nicht dabei. Aber jetzt hat man extra für die Wochenend-Events sich hier so ein Icon überlegt, dass man das hier angezeigt bekommt. Wie gesagt, grundsätzlich ein netter Gedanke als Erinnerung, hey, guckt mal, das Event läuft. Aber erstes Mal steht es ja sowieso da, wenn man sich jedes Mal einloggt und alle paar, was weiß ich, 10, 20 Minuten steht ja auch nochmal da, was für Events gerade laufen. Also, sofern man einmal online geht, für mehr als 10 Minuten, wird man es zwangsläufig mitbekommen. Hier zum Beispiel perfektes Timing. Das Waffe-Socken-Event läuft gerade. Also das würde ja grundsätzlich schon reichen. Und zusätzlich, wenn man es hier reinpacken würde, würde es auch reichen. Aus irgendeinem Grund werden aber Wochenend-Events nicht in den Event-Tabs unter Taste U Events reingepackt. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich persönlich finde es ziemlich irritierend, weil es ja auch ein Event ist. Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Und dann wurde hier noch eine Änderung für die PK-Chips vorgenommen. Beim PK-Chip-Händler gab es so einen Item Scroll of Name Color, das man sich kaufen kann. Und es hielt wohl anscheinend nur 6 Stunden. Und das wurde jetzt auf 7 Tage geändert. Also man kann es sich dann, ich weiß nicht, wie viel es kostet, aber kann man sich diese Name Color kaufen. Und das hält dann jetzt 7 Tage statt eben 6 Stunden. Und dann wurden noch die PvE-Rankings released, wobei man sowieso weder den Gildennamen noch den Player-Name sehen kann. Also außer man kennt die Gilden oder Leute an sich. Ja, also ich meine, gut, ist jetzt nicht schwer zu entziffern, zugegebenermaßen. Aber an für sich, ja, keine Ahnung, warum das zensiert wird, ehrlich gesagt. Und ja, GZ an die Gewinner, I guess. Aber das war auf jeden Fall das kleinere Tournament, weil hier gab es ja als Hauptgewinn, in Anführungszeichen, nur diese MacBooks zu gewinnen, also 4 MacBooks quasi. Und für alle anderen gab es F-Coin und eben noch diesen Exclusive Title First Place, den man sich dann quasi über den Charakter ausstellen kann. Genau. Ja, und das waren die News von heute. Was haltet ihr von dem CS-Set? Also ich denke mal optisch, rein optisch, wenn man es nur das CS-Set bewertet, kann man, glaube ich, wirklich nichts dagegen sagen. Ich finde, wie gesagt, vor allem die schwarze und rote Version, das sind so, glaube ich, die beiden klassischen, die man sich am ehesten wünscht. Die anderen Farben, gut, kommt halt drauf an. Ich meine, wenn ich jetzt ein Hardcore dunkelblau oder ein Hardcore hellblau oder Cyan, whatever, Babyblau Fan bin, dann feiere ich das natürlich. Ich persönlich bin mehr der Orange-Typ. Das ist jetzt hier zum Beispiel nicht dabei. Oder Gelb, finde ich, also so richtiges Knallgelb ist auch nicht schlecht, aber ist beides nicht dabei. Genau. Aber ich denke, das CS-Set wird auf jeden Fall einschlagen wie eine Bombe. Fluggerät ist auch ziemlich cool. Also da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen, wenn man sich hier das für seine Charakter besorgt. Und damit sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Danke euch fürs Einschalten. Und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.